Daniel, was liest du da? Das hier, das ist das neue Buch von Like Germans zum Deutschlernen. Das heißt German Easy Reader for Beginners. Neues Buch? Und was steht da drin? Das Buch besteht aus 25 Kurzgeschichten, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Die Geschichten sind ähnlich aufgebaut wie unsere Videos. Zu jeder Geschichte bekommt ihr eine Zusammenfassung, eine Vokabelliste mit Übersetzungen der schwierigsten Wörter auf Englisch und außerdem ein Quiz, mit dem ihr überprüfen könnt, ob ihr alles verstanden habt. Also Leute, das ist unser neues Buch German Easy Reader for Beginners. Wenn euch unsere Videos schon auf diesem Kanal gefallen, dann werdet ihr es lieben. Ihr könnt es ganz einfach bei Amazon bestellen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's. Marie und ich sind jetzt schon seit 6 Jahren zusammen. Marie und ich sind jetzt schon seit 6 Jahren zusammen. Vor ein paar Monaten hat sie ein Jobangebot in München erhalten. Sie ist umgezogen und jetzt führen wir eine Fernbeziehung. Vor ein paar Monaten hat sie ein Jobangebot in München erhalten. Sie ist umgezogen und jetzt führen wir eine Fernbeziehung. Ich vermisse sie so sehr. Ich wünschte, dass sie bei mir jetzt wäre. Ich vermisse sie so sehr. Ich wünschte, dass sie jetzt bei mir wäre. Fernbeziehungen sind wirklich schwer. Ich möchte Marie jeden Tag sehen, nicht nur einmal im Monat. Fernbeziehungen sind wirklich schwer. Ich möchte Marie jeden Tag sehen, nicht nur einmal im Monat. Bevor sie umgezogen ist, war alles anders. Wir haben uns jeden Tag gesehen. Bevor sie umgezogen ist, war alles anders. Wir haben uns jeden Tag gesehen. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir uns auseinanderleben. Schließlich sehen wir uns nur selten. Was soll da auch anderes passieren? Ich habe einfach das Gefühl, dass wir uns auseinanderleben. Schließlich sehen wir uns nur selten. Was soll da auch anderes passieren? Natürlich telefonieren wir jeden Tag miteinander, aber das ist nicht das Gleiche. Natürlich telefonieren wir jeden Tag miteinander, aber das ist nicht das Gleiche. Ach, was würde ich alles geben, um jetzt bei ihr zu sein? Diese Fernbeziehung macht mich wirklich fertig. Ach, was würde ich alles geben, um jetzt bei ihr zu sein? Diese Fernbeziehung macht mich wirklich fertig. Oh, mein Handy klingelt. Das muss Marie sein. Oh, mein Handy klingelt. Das muss Marie sein. Hallo mein Schatz, wie schön, dass du anrufst. Wie geht es dir? Hallo mein Schatz, wie schön, dass du anrufst. Wie geht es dir? Hallo Liebling, mir geht es gut. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Wie geht es dir? Hallo Liebling, mir geht es gut. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Wie geht es dir? Mir geht es ganz okay. Ich vermisse dich sehr, Marie. Mir geht es ganz okay. Ich vermisse dich sehr, Marie. Ich vermisse dich auch, Liebling. Bald sehen wir uns wieder. Ich vermisse dich auch, Liebling. Bald sehen wir uns wieder. Bald ist gut. Wir sehen uns doch erst in 2 Wochen wieder. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch aushalte, dich nur so selten zu sehen. Bald ist gut. Wir sehen uns doch erst in 2 Wochen wieder. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch aushalte, dich nur so selten zu sehen. Ach, Schatz, sag so etwas nicht. Ich vermisse dich auch sehr. Ach, Schatz, sag so etwas nicht. Ich vermisse dich auch sehr. Denkst du, dass es die richtige Entscheidung war, das Jobangebot anzunehmen?
Denkst du, dass es die richtige Entscheidung war, das Jobangebot anzunehmen? Ja, ich denke schon. In ein paar Jahren kann ich wieder zu dir nach München und ich werde viel mehr Geld verdienen. Ja, ich denke schon. In ein paar Jahren kann ich wieder zu dir nach München und ich werde viel mehr Geld verdienen. Okay, ich habe es verstanden. Vielleicht war es wirklich die richtige Entscheidung. Okay, ich habe es verstanden. Vielleicht war es wirklich die richtige Entscheidung. Ich muss jetzt auflegen, Liebling. Wir hören morgen wieder voneinander. Ich muss jetzt auflegen, Liebling. Wir hören morgen wieder voneinander. Bis morgen, Marie. Ich freue mich schon darauf, dich bald wiederzusehen. Bis morgen, Marie. Ich freue mich schon darauf, dich bald wiederzusehen. Oh Mann, 2 Wochen noch, bis ich Marie endlich wiedersehen kann. Das ist viel zu lange. Oh Mann, 2 Wochen noch, bis ich Marie endlich wiedersehen kann. Das ist viel zu lange. Am liebsten würde ich sie heute schon sehen. Das wäre toll. Am liebsten würde ich sie heute schon sehen. Das wäre toll. Ich habe eine Idee. Ich könnte einfach mit dem Auto zu ihr fahren. Dann bin ich schon heute Abend bei ihr. Ich habe eine Idee. Ich könnte einfach mit dem Auto zu ihr fahren. Dann bin ich schon heute Abend bei ihr. Ich werde jetzt mit dem Auto zu Marie fahren. Ich werde jetzt mit dem Auto zu Marie fahren. Ich freue mich so sehr darauf, Marie zu sehen. Sie wird sich bestimmt über die Überraschung freuen. Ich freue mich so sehr darauf, Marie zu sehen. Sie wird sich bestimmt über die Überraschung freuen. Ich brauche nur noch 5 Stunden, dann bin ich bei meiner geliebten Marie. Ich brauche nur noch 5 Stunden, dann bin ich bei meiner geliebten Marie. 5 Stunden später. 5 Stunden später. Hallo Marie, Überraschung. Hallo Marie, Überraschung. Simon, was machst du denn hier? Du hast gar nicht gesagt, dass du kommst. Simon, was machst du denn hier? Du hast gar nicht gesagt, dass du kommst. Es sollte ja auch eine Überraschung sein. Hätte ich vorher angerufen, wäre es keine mehr. Es sollte ja auch eine Überraschung sein. Hätte ich vorher angerufen, wäre es keine mehr. Du hättest mir sagen sollen, dass du kommst. Ich habe nicht mit Besuch gerechnet. Du hättest mir sagen sollen, dass du kommst. Ich habe nicht mit Besuch gerechnet. Was ist denn los, Marie? Freust du dich denn gar nicht darüber, mich zu sehen? Was ist denn los, Marie? Freust du dich denn gar nicht darüber, mich zu sehen? Doch, ich freue mich. Ich hätte nur gerne gewusst, dass du kommst, weil... Doch, ich freue mich. Ich hätte nur gerne gewusst, dass du kommst, weil... Liebling, du hast gar nicht gesagt, dass wir Besuch bekommen. Liebling, du hast gar nicht gesagt, dass wir Besuch bekommen. Marie, wer ist das? Und warum nennt er dich Liebling? Marie, wer ist das? Und warum nennt er dich Liebling? Ich kann das erklären. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich kann das erklären. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich habe es schon verstanden. Kontaktier mich nie wieder, Marie. Ich habe es schon verstanden. Kontaktier mich nie wieder, Marie. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!